mir juckt der Daumen schon. Sicher naht ein Sündensohn. Mein Gemahl, heil dir künftiger König. Wenn's uns misslänge. Uns misslingen. Hörst du nicht was? Mir war, als rief eine Stimme, schlaft nicht mehr. Bist du ein Mann? Ja, und ein Kühner, der das wagt zu schauen, wovor der Teufel blass wird. Ich habe keine Worte. Meine Stimme ist mein Schwert. Es waren einmal 2 Schwestern. Die ältere Schwester lief immer voraus. So wusste die jüngere immer, wo lang sie gehen musste. Geht es dir gut? Deine Oma und ich machen uns Sorgen um dich. Meine Schwester ist tot. Ich habe meine Musik verloren. Genauso wie meine Träume. Ich habe die einzige Person auf Erden verloren, die mich verstand. Wie läuft's in der Schule? So schlimm wie erwartet? Es gibt einen neuen Jungen in der Schulband. Hey, du bist bestimmt Lennon Walker. Toby kam vorbei. Los, red mit ihm. Heiß ihn willkommen. Aber er hat kein Interesse, mit mir zu reden. Sie war die Liebe seines Lebens. Niemand versteht es. Das zu verstehen ist unmöglich. Außer du steckst drin, so wie wir. Glaubst du an Zeichen aus dem Jenseits? Ich glaube an alles. Ja, das tue ich. Das Herz zerbricht. Die Musik entweicht. Der Mut offenbart sich. Joe Fontaine, Toby Shaw. Ich hätte nicht kommen sollen. Ich vermisse sie so sehr. Wir sind hier ohne sie. Toby! Alles ist gut. Schon gut. Schon gut. Es wird alles gut. Was läuft da zwischen euch? Trauer und Liebe. Es wird nie das eine ohne das andere geben. Bei Joe fühle ich mich so lebendig. Aber mit Toby habe ich jemanden, mit dem ich meine Trauer teilen kann. Ich will so leben, wie es meine Schwester tat. Mit Mut und Tatkraft. Und unendlicher Freude. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass wir uns in den neuen kleinen Menschen verlieben werden. Tief durchatmen. Ich zähle rückwärts von 3. Und 3, 2, 1. Atmen Sie. Ich kann meine Familie nicht länger anlügen. Sobald Sie Ihrer Frau sagen, dass Sie sterben, haben Sie Ihre Chance, das hier zu tun, verspielt. Wollen Sie Hallo sagen?
Wurde alles übertragen? Selbst die Erinnerungen aus ihrem tiefsten Unterbewusstsein. Machen Sie das mit uns und das Leben Ihrer Familie geht weiter. Ein sauberer Austausch. Was ist los, gern? Keine Ahnung, was die richtige Entscheidung ist. Ich habe wohl gedacht, ich hätte mehr Zeit. Sie haben eine einzigartige Chance. Ich bin noch nicht so weit. Sie hätten ihn Sie nicht... sterben. Es ist, als hätte ich mich nochmal in sie verliebt. Das gefällt mir nicht. Denkst du, mir gefällt es, dass man mir sagt, ich wäre nicht ich? Weil du nicht ich bist. Weil du nicht ich bist! Ich liebe dich, Cameron Turner. It all happened so fast. There was a solar flare. Goodbye crops and food, goodbye everything. So I did. Frightened and so alone. And I found you. What shall we have? Get your elbows off the table. Get your elbows off the table. All right, you're next. You see, I'm developing something interesting. Giant leap of faith. Now, if you can speak, tell me something about you. Robots must protect dog. If we don't go before that storm hits, we'll die, all of us. As soon as you can walk, we're leaving. 1, 2, 1, 2, 1. That's falling. 1, 2. Head west, over the mountains. Would you like me to drive? Don't oversteer. That's oversteering. Sorry. Ease your foot up just a hair. Perfect. Huh. Hey, what's all the fuss? I learned to talk dog. I don't think it likes me. Come and see this. Tie the Harvey down. Hang on to something. We should be safe once we get into the mountains, but things will happen. Like 150-degree heat, UV radiation, and people hiding in the shadows. Do you think we'll make it? Not without my team. What we do together. I believe in you, Fish. Sometimes I get a good feeling, yeah.
Du bist das Mädchen der Gehörlosenfamilie? Ja. Und du singst. Interessant. Was machst du nächstes Jahr? Mit meinem Dad arbeiten? Ich habe am Berklee College of Music gecoacht. Die vergeben auch Stipendien. Ich will das wirklich. Es gibt haufenweise hübsche Stimmen, die nichts zu sagen haben. Hast du denn was zu sagen? Sie werden verpflichtet, zu jeder Zeit eine hörende Person an Bord Ihres Schiffes zu haben. Ich kann doch nicht für den Rest meines Lebens bei euch bleiben. Ich habe doch noch nie irgendwas ohne meine Familie gemacht. All that I need. To get by. We have all come here together. Over there, Andy Warhol. We have this chance to combine music and art and films all together. We're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground. And me, I'm in a rock and roll band. That was my first time in New York, and I was appalled. This place is filthy. Cinema, money, parties. It was outrageous. People came because the cameras were running. They thought they could become famous. At the center of it is the exploding art world. It opened your eyes to a lot of possibilities. We started getting a following, but a lot of radio stations wouldn't play our stuff. The sound, not only was it new, but it was radically different. We were studying natural harmonics. Shiny, shiny. Lou's music was very heavy. Everything he does in that craggly voice of his resonated. That weirdness, it shouldn't have existed in this space. His music sounded like nothing else. And all of a sudden, it would stop like that, and the audience would be dead silent. The Velvet Underground had hypnotized them. 1, 2, 3. Lou always was very clear that there's no difference between being a writer of the book and a writer of lyrics. The artist is not with society. He's different. I was interested in communicating to people who were on the outside. They were going to blaze a trail, which eventually they did. Good evening. We're your local Velvet Underground. I am the only American, probably the only person in the world, who has been banned by a federal court
from decorating for Christmas. I love Christmas more than life itself. Christmas tree time, let's go! He doesn't know when to stop. Some people call me Mr. Christmas. Accurate. This is the one. Honey, it's too big for the dining room. We gotta get a bigger house. Jeremy Morris said that he was going to be purchasing a home in our subdivision. Jeremy asked a ton of questions. Seemed kind of weird. This house, it's perfect for hosting this Christmas show. What is this guy up to? This Christmas show, 5,000 people. We need to make it bigger. Noise, the traffic. The people in this neighborhood didn't want it. These neighbors threw a rock. The threat of a lawsuit. Your planned event is not permitted. It's at that point that I decided I'm going ahead with the show. What's going on here is not religious. Penguins. With Frosty the Snowman and hot chocolate. It was always his way or no way. At the end of the day, is all of this really worth it? Yes. Nobody is gonna stop me. It's this constant loop of crazy. A 35-person choir, the camel. Intimidation, bully tactics. If people think I'm crazy, they don't know what I'm gonna do next. You could always subpoena the camel. He is 100% calculated. We'll be appealing to the Supreme Court. Now that's nuts. We have great neighbors pitted against one person. My neighbors are essentially terrorists. I wanted to become the guy who saved Christmas. Oh, you didn't get a permit. This is a miracle. You don't get permits for miracles.